Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande hier auf der Eurobike 2023 und bei mir ist Gunnar von Schof und Jensen. Und wir werden jetzt mal eure Serienräder angucken, was sie alles können. Ich bin sehr gespannt. Wir von Schof und Jensen sind ein junges Team, ein wachsendes Team. Wir haben den Sitz in Flensburg, ganz im Norden, direkt an der dänischen Grenze. Und dort schrauben wir nicht nur unsere Fahrräder zusammen, sondern dort produzieren wir auch die Rahmen und arbeiten vorwiegend und alles, was geht, sozusagen mit regionalen Dienstleistern zusammen. So kommen unsere ganzen Stahlteile eigentlich aus der Region. Und alles, was geht, ist made in Germany. Das ist unser Bike, unser Schof und Jensen Bike in Gelb. Dieses Modell entwickeln wir eigentlich so seit 2,5 Jahren stetig immer weiter. Hier steht es dann als Bio-Bike in der nicht elektrischen Variante mit der neuen Qs-Schaltung von Shimano, einmal 10-fach. Das Ganze gibt es dann noch mit einem Bosch-Mittelmotor, aber auch mit einem Pinion-Antrieb. Mit Kette oder Riemen, sozusagen ist alles möglich. Nun haben wir hier oben zum Beispiel verschiedene Anbaumöglichkeiten. Wir haben hier jetzt gerade eine 60 x 40 cm große Ladefläche verbaut, die mit Spanngurten versehen ist, dass man sozusagen irgendwie Sperrgut raufkriegt und auch schnell anspannen kann. Die Gurte sind immer dabei, aber auch Normkisten oder Systenerkisten, Werkzeugkisten zum Beispiel für Handwerker ganz interessant. Passen oben rauf und lassen sich festmachen. Das Ganze, wenn man es nicht mehr braucht, kann man den Schnellspanner lösen, das Ganze abbauen und zum Beispiel die Tageskiste montieren. Sie geht dann über die Schnellspanner, wird hier festgespannt, vorne, hinten. Und fest ist das Ding. So hat man eigentlich immer die Möglichkeit, auch mal den Einkauf zu verstauen beispielsweise oder einen Rucksack reinzuschmeißen. Wenn das nicht der Use Case ist, dann nehmen wir das ab. Use Case. Use Case? Case. Wegen Tageskiste. Use Case. Er lacht aus Sympathie. Aber nur weil die Kamera an ist. Ja. Genau. Dann gehen wir hin und montieren hier den Kindersitz und haben halt die Möglichkeit, hier noch ein Kind mitzunehmen. Und dabei entstehen dann auch bei dieser noch neuen Sitzvariante vielleicht ganz nette Gespräche zwischen Kind und Elternteil. Ja, genau. Ich stelle mir auf jeden Fall sehr schön vor, da vorne drauf zu sitzen und gefahren zu werden. Ja. Leider nur für Kinder, Tillmann. Ach so, okay. Dann geht es noch weiter. Hier unten haben wir noch mal eine Ladefläche, die ist klappbar. Das hat den Hintergrund, dass wir hier ein Fahrrad entwickeln wollten, was sich eigentlich ideal so den Stadtbedingungen anpasst. In der Stadt ist es oft eng, ob es jetzt der Verkehr ist oder Hausflure oder Eingänge. Und um diese Hindernisse zu umgehen, haben wir gedacht, wir brauchen ein Lastenfahrrad mit klappbaren Ladeflächen, die keinen weiteren Haltesysteme oder Haltegurte am Rahmen brauchen, sondern sich unten gegenseitig arretieren. Man kann es zusammenklappen, wenn man nichts dabei hat und bedarfsorientiert wieder ausklappen. Hier ist eigentlich genau das gleiche Maß wie die Ladefläche oben. Hier bei den klappbaren Ladefläche haben wir dann die Möglichkeit,
Getränkekisten mitzunehmen, die wir dann hier über die Gurtsysteme auch sichern können und haben sozusagen eigentlich den Laderaum ganz gut ausgenutzt. Geht natürlich auch einseitig. Jo. Und jetzt haben wir hier einmal ein Schof und Jensen in Schwarz. Vom Ding her ist das genau der gleiche Rahmen wie das Gelbe. Nur, dass wir hier halt ein Bosch Cargo Line verbaut haben. Das Ganze haben wir ermöglicht mit diesem Motorbracket. Also wie vorher schon gesagt, wir haben verschiedene Anbaumöglichkeiten, Tretlager, Bosch Cargo Line und Pinion. Im Standard allerdings Bosch Cargo Line und Tretlager. Genau. Und wir haben uns für den Rahmenakku entschieden an unserem Stahlrahmen, da er einfach in diesem Trapez am besten seinen Platz findet. Alles andere, wie gesagt, der Rahmen ist der gleiche und auch die Anbaumöglichkeiten, Ladesysteme ist sozusagen das gleiche, nur Schalteinheit und Antriebssystem unterscheiden sich. So haben wir hier einen Bosch Mittelmotor verbaut, das Smart-System, Cargo Line, einen Nexus 5-Gang und dazu einen Riemenantrieb von Gates. Im Standard ist das mit Kette erhältlich, allerdings sind wir auch riemenfähig. Bei den Bremsen verbauen wir Magura MT5, 4-Kolbenbremse. Hier haben wir unsere Ausfallenden. Die sind mit einem Rahmenschloss versehen, damit ihr eure Bikes auch in Riemenausstattung fahren könnt. Dann haben wir hier wir haben Längslöcher eingeplant, damit man halt auch die Riemenspannung entsprechend einstellen kann. Ja. Das klingt alles total spannend, aber ich würde es gerne mal fahren. Okay, los geht's. Nee? Wirklich? Ja. Also der Boost ist natürlich unbeschreiblich. Also erster Eindruck, es fährt sich richtig schön sportlich, die Sitzposition ist sportlich, die Lenkung ist sehr direkt übersetzt. So, es schiebt sich auch richtig gut, muss man ganz ehrlich sagen. Und von der Variabilität, also hier vorne eine Eurobox, hier unten eine riesige Eurobox, da passt natürlich einiges drauf. Wendig ist es definitiv, aber ich würde ganz gerne noch mal das ohne Motor fahren. Durch das so kurz ist, ist es echt so wendig. Und auch das manuelle Bike, das ist richtig steif. Da braucht man auch bei schwerer Last wahrscheinlich keine Sorgen haben. Und auch wenn man aus dem Sattel geht und irgendwo hochfahren muss, dann verwindet sich der Rahmen überhaupt nicht, sondern bietet viel Vertrauen. Rennt wie Sau. Ich erkläre den Fahreindruck hiermit für beendet. Schon Feierabend. Ja, Gunnar, vielen Dank, dass du uns mal in die Welt der Schof und Jensen Bikes geführt hast und dass wir das Kurs mal fahren konnten. Wie kann man eure Bikes kaufen? Ja, guckt am besten auf unserer Website nach, die ist unten verlinkt.
oder kontaktiert uns und wir vermitteln euch an die richtigen Händler in der Nähe. Außerdem sind wir auch noch weiterhin auf der Suche nach den passenden Händlern in Deutschland. Und ja, wenn das was für euch ist, wenn ihr Bock habt, das in euren Laden zu stellen, dann gebt uns gern Bescheid. Kontaktdaten stehen auf der Website. Oder folgt uns auf Instagram, dort könnt ihr uns natürlich auch jederzeit kontaktieren. Ja, wenn ihr jetzt Fragen oder Anmerkungen zu den Schof und Jensen Bikes habt, dann schreibt sie mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt. Wenn die Radelbahn das nächste Mal auf Tour ist, dann Abonniert den Kanal. ganz genau. Also, tschüss, bis dann und danke Gunnar. Danke dir.